Die Schilddrüse ist der kleine, schmetterlingsförmige Dirigent in unserem Hals, der mit seinen Hormonen fast jedes Organ und jede Zelle im Takt hält. Doch was passiert, wenn dieser Dirigent plötzlich mehr Raum beansprucht, als ihm zusteht? Eine vergrößerte Schilddrüse, in der Fachsprache als Struma oder Kropf bezeichnet, ist oft ein schleichender Prozess, den unser Körper mit erstaunlicher Geduld kompensiert. Oft bemerken wir die Veränderung erst, wenn der Platz im engen Halsraum knapp wird und die benachbarten Strukturen, Luftröhre, Speiseröhre und Nerven unter Druck geraten. Heutzutage wissen wir mehr denn je über die biochemischen Auslöser, doch die physischen Warnsignale bleiben die wichtigsten Indikatoren, um ernsthafte Komplikationen oder hormonelle Entgleisung rechtzeitig zu stoppen. Nummer 1. Optische und haptische Veränderungen. Eines der ersten und offensichtlichsten Anzeichen ist eine Veränderung der Halskontur, die oft völlig schmerzfrei beginnt. Du bemerkst vielleicht, dass der Rollkragenpullover plötzlich unangenehm drückt, die Halskette zu eng sitzt oder der oberste Knopf des Hemdes nicht mehr so leicht zugeht wie früher. Wenn du vor dem Spiegel ein Glas Wasser trinkst und beim Schlucken eine Vorwölbung beobachtest, die sich mit dem Kehlkopf nach oben bewegt, ist das ein deutliches Signal für eine Volumenvergrößerung. Diese Struma kann gleichmäßig wachsen oder knotige Strukturen ausbilden, die sich als kleine, harte Erhebungen unter der Haut ertasten lassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine sichtbare Schwellung nicht zwangsläufig mit Schmerzen einhergeht. Vielmehr ist es das Gefühl eines permanenten leichten Drucks von außen, das darauf hindeutet, dass das Gewebe der Schilddrüse seine natürlichen Grenzen überschreitet. Nummer 2. Mechanische Blockaden beim Schlucken. Wenn die Schilddrüse wächst, drückt sie unweigerlich gegen die Speiseröhre, die direkt hinter ihr liegt. Dies äußert sich oft in einem hartnäckigen Globusgefühl, dem Empfinden, einen Fremdkörper oder ein Kloß im Hals zu haben, der sich einfach nicht herunterschlucken lässt. Betroffene berichten häufig, dass besonders trockene Lebensmittel wie Brot oder Tabletten schlechter rutschen oder dass sie das Gefühl haben, ständig nachspülen zu müssen. Dieses Symptom wird oft fälschlicherweise als psychosomatisch oder als Beginn der Erkältung abgetan. Doch wenn dieses enge Gefühl mechanischer Natur ist, verschwindet es nicht nach ein paar Tagen. Es wird zu einem ständigen Begleiter, der besonders in Ruhephasen oder beim bewussten Schlucken in den Fokus rückt und darauf hinweist, dass der Platz für die Nahrungspassage durch das Schilddrüsengewebe eingeschränkt wird. Nummer 3. Kurzatmigkeit und Atemgeräusche. Ein weitaus ernsteres Anzeichen, das niemals ignoriert werden darf, ist der Druck auf die Luftröhre. Da die Luftröhre aus knorpeligen Ringen besteht, die zwar stabil, aber bei dauerhaftem Druck verformbar sind, kann eine sehr große Schilddrüse den Atemweg einengen. Dies bemerkst du oft zuerst bei körperlicher Anstrengung oder in bestimmten Liegepositionen, wenn plötzlich ein Gefühl von Kurzatmigkeit auftritt. Ein typisches Zeichen ist der sogenannte Stridor, ein pfeifendes oder ziehendes Geräusch beim Einatmen. Das entsteht, wenn die Luft durch die verengte Passage strömen muss. Wenn du merkst, dass du flacher atmest oder dich nachts oft aufsetzen musst, weil du das Gefühl hast, nicht genug Luft zu bekommen, ist dies ein klares Signal, dass die Schilddrüse den lebenswichtigen Sauerstoffweg bedrängt und sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Und Nummer 4, die Veränderung der Stimme. Die Schilddrüse liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Nerv, der für die Beweglichkeit deiner Stimmbänder zuständig ist. Wenn eine Vergrößerung oder ein Knoten in der Schilddrüse beginnt, auf diesen empfindlichen Nerv zu drücken, verändert sich der Klang deiner Stimme. Eine anhaltende Heiserkeit, die nicht durch eine Infektion der Atemwege erklärbar ist, oder eine Stimme, die plötzlich brüchig wird und ihre Belastbarkeit verliert, sind klassische Warnsignale. In manchen Fällen kann es auch zu einem häufigen Räusperzwang oder einem trockenen Reizhusten kommen, da der Druck auf den Nerv und die Luftröhre den Hustenreflex permanent stimuliert. Da der Kehlkopf und die Stimmbänder feinjustierte Instrumente sind, reagieren sie auf kleinste mechanische Veränderungen durch eine vergrößerte Schilddrüse oft sehr sensibel und frühzeitig. Möchtest du jetzt noch wissen, welches japanische Geheimnis dich 10 Jahre jünger aussehen lässt? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.